Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es wieder um Kappsägen. Und euch sollten die echt bekannt vorkommen, denn wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben sie falsch gemessen, wir haben einen falschen Test gemacht und darüber müssen wir reden. Kappsägen sind ja so eine Sache. Denn man kann an Kappsägen so viel bedenken. Die Schnitthöhe, die Tiefe, die Breite, wie lange hebt das auf und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir diese Sägen hier getestet. Wir haben sogar für euch ein Video gemacht, wie testen wir überhaupt, was messen wir, wo messen wir und so weiter und so fort. Und wir haben also mit unseren Testkriterien genau diese Sägen hier gemessen. Und zwar nicht irgendwelche Sägen, sondern es sind Akkusägen. Ja, wir haben hier also Akkutechnologie bei so einem riesigen Sägeblatt und das ist schon nicht so ohne. Und das haben wir alles gemacht und getan und das war super und ihr habt auch richtig fleißig kommentiert. Und denkt dran, auch heute könnt ihr wieder etwas gewinnen und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein bei GoTools, indem ihr einfach unten kommentiert. Nämlich mit uns zusammen kommentiert, ob wir denn hier auch ordentlich testen. Und keiner von euch ist auf die Idee gekommen, wir aber später schon haben gedacht, ach du meine Güte, da haben wir echt einen Fehler gemacht. Nämlich, was haben wir denn eigentlich getestet? Wir haben ganz viel richtig gemacht. Ja? Also eigentlich haben wir alles richtig gemacht aus unserer Sicht. Wir haben hier gemessen, getan und gemacht. Alles super. Aber ein Test, und der ist für Akku-Kappsägen essentiell, ist, glaube ich, falsch. Und ihr schreibt das mal bitte in die Kommentare, was haben wir, also seht ihr das auch so, dass wir das falsch gemacht haben? Denn wir haben für euch natürlich auch geschaut, wie viele Schnitte schaffen wir denn eigentlich mit einer Akkuladung oder pro Wattstunde. Und das haben wir ordentlich getestet mit jeder einzelnen Säge, haben den Akku genommen und haben das leer gesägt und so weiter und so fort. Aber der Test war kompletter Quatsch, war wirklich Quatsch, weil wir so getestet haben, wie du garantiert nichts sägst. Denn wir haben die Maschine genommen, wie diese hier, und haben sie einfach angemacht, haben den Balken nach vorne geschoben und runter gesägt. Etwas nach vorne, etwas weiter geschoben, das heißt das Stück, was abgeschnitten wurde, einfach nur weggeschoben, dann gesägt, 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 gesägt. Ergo, wir haben nicht angehalten. Wenn du sägst zu Hause, wirst du aber in der Regel ja Folgendes machen. Du nimmst die Säge, schneidest, also du machst sie an, gehst runter und schneidest, gehst nach oben und machst sie aus. Hast einen Schnitt gemacht, arbeitest, wartest einen Augenblick, machst den nächsten Schnitt. Das ist das normale Verhalten. Und dabei brauchst du aber viel mehr Energie, denn du musst ja jedes Mal das Blatt wirklich in Energie, also in Drehung versetzen, dann muss es runtergedreht werden und wieder in Drehung und das verbraucht deutlich mehr Energie. Und dann haben wir aber einen Anstoß gehabt, nämlich diese Säge hier, die hat eine ganz andere Technologie, denn diese Säge macht etwas, was Elektroautos machen, sie rekuperiert. Ergo, wenn du die Energie rausnimmst, also ergo loslässt und sie ausmachst in dem Sinne, dann ist es so, dass das Blatt sich ja noch dreht und da ist es so, dass diese Säge hier die Energie zurückspeichert in den Akku. Wir haben uns gefragt, ja, das macht ja total Sinn, aber natürlich nur, wenn du immer loslässt und da fiel es uns ein, ja natürlich, es macht gar keinen Sinn, die ganze Zeit durchzusägen und da haben wir gemerkt, oh, wir müssen echt nachtesten. Lass uns noch mal ganz kurz über das Thema Rekuperation sprechen, damit wir alle dasselbe Verständnis davon haben. Ihr kennt das sicherlich aus dem Bereich Kfz, also aus dem Auto. Du gibst Gas und dann verbrauchst du natürlich Energie. In dem Moment, wenn du kein Gas mehr gibst und aber auch keinen starken Bremsimpuls, dann rekuperiert er in der Form, dass er die kinetische Energie des Autos nach vorne nimmt, um die Elektromotoren zu nutzen, um Energie wieder zurückzuspeichern. Und das ist hier bei dem hier im Grunde genau dasselbe. Nämlich am Anfang, du drückst auf den Knopf und dann wird Energie dem Akku entnommen. Sehr, sehr viel entnommen. Das siehst du auch in der Grafik, die wir hier anzeigen. Jetzt nach oben wird ganz viel entnommen. In dem Moment, wenn du loslässt, ist es aber so, dass hier wieder, jetzt geht es nach unten, Energie abgespeichert wird, also zurückgegeben wird. Natürlich nicht 100%, aber ein gewisser Prozentsatz. Und das fanden wir so interessant, wir wollten euch einfach mal mitgeben, wie effizient ist das dann eigentlich und wie viele Schnitte mehr schafft das. Und ich sage euch eine Sache, es ist total interessant, welcher dieser Sägen wirklich wie viel Energie verbraucht hat. Denn der Unterschied ist gigantisch.
gigantisch. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, aber guck dir bitte unbedingt mal das erste Video hierzu an, wo wir uns die Geräte natürlich im Detail angucken. Diese 305 mm Sägeblattmonster sind schon sehr, sehr spezielle Geräte, aber machen auch richtig, richtig Spaß, weil das Schnittbild ist. Ganz wichtig, wir haben natürlich bei jeder Säge den passenden Akku genommen. Das heißt also hier zum Beispiel ein HD-Akku, 54 Volt Pro-Core oder da hinten High Output. Also wir haben wirklich die Akkus genommen, die am besten sind auch für diese Säge, um das einfach mal auszuprobieren. Und jetzt wird es spannend. Und übrigens haben wir auch geschaut, ob sie zu heiß werden. Nee, wir haben alle wirklich auch leer bekommen. Jetzt wird spannend. Jetzt haben wir mit der Milwaukee einfach mal angefangen. Und warum fange ich jetzt auch an, über die Milwaukee als erstes zu sprechen? Sie hat das schlechteste Ergebnis. Wichtig ist nochmal eine Sache zu verstehen. Wir haben ja 54 Volt, hier haben wir 18 Volt und so weiter und so fort. Und um es vergleichbar zu machen, nehmen wir die Menge an Energie, die drin gespeichert ist, weil das ist ja eine einheitliche Größe. Und wir haben hier in dem zum Beispiel 99 Wattstunden Energie gespeichert. So, und dann haben wir geguckt, wie viele Schnitte bekommen wir denn da hin. Und da war es hier wirklich das schlechteste, sogar mit Abstand das schlechteste Ergebnis. Und zwar ist es so, dass wir pro Wattstunde, die wir gespeichert haben, ja, haben wir nur 0,76, also rund 0,8 Schnitte geschafft. Das heißt also, aus den 99 Wattstunden haben wir nur 75 Schnitte rausbekommen. Das ist echt mit Abstand das schlechteste Ergebnis. Aber was noch erstaunlicher ist, ist Folgendes. Beim ersten Test, und deswegen ist es uns aufgefallen, sind es 105 Schnitte gewesen. Das heißt deutlich mehr Schnitte, weil wir immer wieder durchgezogen haben und dadurch die Energie nicht verschwendet haben, indem wir angehalten haben. Und das sind 72% nur noch, die wir hinterher geschafft haben. Das heißt 28% Energie sind einfach durch das Anlaufen verschwendet worden. Du magst Bosch, dann musst du jetzt stark sein, denn ja, stehe nicht umsonst hier, denn Bosch hat hier das zweitschlechteste Ergebnis bei maximaler Leistung. Das Gerät hier hat ja eine einstellbare Drehzahl. Wir haben natürlich hier auch volle Drehzahl gegeben, genauso wie bei Makita, immer voll auf die 12 quasi. Ja, aber das Ergebnis war auch nicht so richtig schön. Wir haben ja hier nur so rund 0,8 Schnitte, bei Bosch haben wir 0,9 Schnitte nur pro Wattstunde, was halt echt nicht viel ist im Verhältnis zu den Geräten, die deutlich besser abschneiden. Aber da kommen wir gleich dazu. Das heißt aber auch hier ist es so, dass wir einen massiven Abfall gesehen haben. Und zwar einen Abfall von fast 20% der Schnitte. Vorher waren es 107, jetzt sind es nur noch 89. Das heißt, wir haben 17% Schnitte verloren, auch hier durch das ständige Anhalten. Aber die sehen wir gleich nochmal wieder. Kommen wir zu Makita und im Grunde ist Makita irgendwie genauso schlecht wie Milwaukee, aber das muss ich dir erklären. Fangen wir mal vorne an. Wir haben hier 40 Volt, weil ich es vorhin nicht gesagt habe. Das heißt, wir haben ein 40 Volt Gerät mit richtig Leistung. Und übrigens musst du für dich die ganze Sache hier heute mal werten, weil wie wichtig das für dich ist, musst du wissen. Aber ich möchte euch auf jeden Fall sagen, welches ist das beste oder das effizienteste Gesamtsystem. Ja, das ist das, was wir hier heute rausbekommen. Und noch nicht das beste Akkusystem, weil es geht ja natürlich auch Zusammenspiel, Akku, Motor, Elektronik und so weiter. Aber lasst uns mal über Makita sprechen. Hier haben wir pro Wattstunde in Summe 1,1 Schnitte rausbekommen. Also schon mal deutlich mehr wie Milwaukee, weil da hatten wir nur 0,8. Das ist wirklich viel, viel mehr. In Summe war es so, dass wir beim anderen ja noch einen größeren Akku mit mehr Kapazität hatten wir 226, aber beim zweiten Mal, beim Nachtest, waren das 159. Das heißt auch hier ein Verlust von 28% durch das ständige Starten, Stoppen, Starten, Stoppen, Starten, Stoppen. Das heißt, hier ist richtig viel Energie auch flöten gegangen. Das machen nicht alle so und das verwirrt mich. Und jetzt wird es verrückt. Denn wir haben das beim Metabo natürlich genauso getestet wie bei den anderen. Das Ergebnis ist aber so richtig so, hä? Was ist das denn? Denn bei Metabo haben wir rund 1,4 Schnitte pro Wattstunde. Jetzt müssen wir uns noch mal ins Verhältnis setzen. 1,4 zu hier hinten 0,8. Das ist schon irre viel mehr. Das heißt, du kommst mit deinem Akku deutlich länger durch den Tag.
Das Interessante bei Metabo ist aber Folgendes. Wir haben hier den Test natürlich einmal gemacht mit immer wieder starten und immer wieder stoppen. Und das Ergebnis ist quasi 0, Messtoleranz. Denn beim ersten Mal mit Durchlaufen die ganze Zeit hatten wir 141 Schnitte. Und weil wir es nicht geglaubt haben, haben wir uns das alte Testmaterial sogar nochmal angeguckt. Wir zeigen euch das nochmal. Die ganze Zeit durchgelaufen, 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 durchgelaufen. Und haben einen neuen Test gemacht, wo wir nicht durchgelaufen sind, immer wieder angehalten haben. Und was war das Ergebnis? 137 Schnitte und 137 zu 141, das ist wirklich Messtoleranz. Und jetzt frage ich mich doch, wie geht denn das? Heißt das, dass Metabo jetzt auch Rekuperation hat? Sagt das nur keinem? Oder ist hier irgendwas ganz anderes? Wenn du eine Idee hast, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Und jetzt gehen wir zu jetzt gehen wir zu Bosch nochmal zurück. Denn Bosch hat das zweitbeste Ergebnis auch noch geholt. Und die Nicht-Bosch-Kenner werden jetzt sagen, Sebastian, was ist denn jetzt los? Ganz einfach. Die Bosch hat einen Eco-Modus. Das heißt, ich kann sie normal auf volle Power laufen lassen, aber auch im Eco-Modus. Und der Eco-Modus hat so viel Kraft, dass er im Grunde als normaler Power-Modus durchgehen würde und du das bei normalem Holz eigentlich gar nicht mehr merkst. Nur wenn du extremes Hartholz hast, da würde ich sagen, da würde ich schon mal nochmal umschalten. Ansonsten kannst du hier immer im Eco-Modus arbeiten. Und da ist das Ergebnis genauso hier wie bei Metabo. 1,4 Schnitte pro Wattstunde. Das heißt, wir haben hier einen enorm effizienten Antrieb im Eco-Modus. Hier konnten wir keinen Unterschied zwischen vorher und nachher messen, weil wir haben es beim ersten Mal nicht im Eco-Modus gemessen. Kommen wir zu Dewald und hier unserem Platz Nummer 1. Denn hier schaffen wir pro Wattstunde 1,5 Schnitte. 1,5 Schnitte. Nochmal für euch zur Einordnung. 1,5 Schnitte. Halb so viele, 0,7, 0,8 zu 1,5. Das ist schon enorm. Wir haben hier auch durchgehend gesägt, gemacht und getan. Und der Unterschied hier war aber auch merkwürdig. Denn wir haben hier übrigens 163 Schnitte gemacht mit rund 108 Wattstunden. Okay, aber es sind 1,5 Schnitte, also deutlich effizienter als alle anderen Geräte. Was nun merkwürdig ist, wenn wir die ganze Zeit sägen und sägen und sägen und sägen, ist es einfach nur ein Unterschied von 4%. Denn beim ersten Mal haben wir 1,57 Schnitte geschafft pro Wattstunde, jetzt waren es 1,51. Also es ist kein so großer Unterschied. Und ich frage mich jetzt Folgendes. Erst einmal, ist es für euch relevant? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Und eure Meinung würde mich interessieren. Wenn wir hier Rekuperation haben und haben nur einen Unterschied von 4% und hier sagt niemand was zur Rekuperation und hier haben wir einen Unterschied von 3-4% Messtoleranz, wisst ihr das denn nicht? Oder haben das alle? Haben alle das jetzt hier irgendwie? Ich weiß es nicht. Was ich mich auch frage, ist das die Zukunft von Elektrogeräten? Ist es bei diesen akkubetriebenen Geräten in Zukunft so, dass Rekuperation der Standard ist, bei allen möglichen Dingen, wo sich irgendwas dreht und man Energie abbauen kann? Das würde mich sehr interessieren. Dewald selbst bewirbt es nicht. Also Dewald geht nicht groß raus und das als Riesenthema und sagt, jetzt Rekuperation, alles wird gut, sondern es ist ein Feature dieser Säge, ohne Frage, aber es wird nicht als das Killer-Feature beworben. Wir haben auf jeden Fall eine Sache gemacht. Wir haben den Test ja nicht umsonst wiederholt, sondern wir haben auch in der alten Datentabelle vom alten Video die Werte nochmal geändert. Das heißt, das, was ich sage und das, was in den Datentabellen steht, wird dort etwas unterschiedlich sein. Wir finden den neuen Test aber fairer. Ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, haut in die Tasten, denkt dran, Gewinnspiel, ja und so weiter, ihr kennt das ja, 250 €, das tut bei den Sägen schon ganz gut. Aber ihr schreibt mal in die Kommentare, was hättet ihr gemacht? Hättet ihr den alten Test genommen oder den neuen und was sagt ihr zum Thema Rekuperation? Für mich soll es heute erstmal sein, denn wir haben echt eine Menge gesägt und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.